Das heutige Video steht ganz im Zeichen zweier ETFs, die es tatsächlich in den letzten 3 bis 5 Jahren geschafft haben, den MSCI World out zu performen. Den ersten davon, den werden einige von euch vielleicht im Portfolio bereits schon drin haben. Hierbei handelt es sich nämlich um den VDIV, den VanEck Developed Markets Dividend Leaders ETF. Der zählt nämlich zu den beliebtesten Dividenden-ETFs, weil er trotz einer momentanen Ausschüttung von rund 4% eine enorme Marktperformance hingelegt hat in der letzten Zeit. Der zweite ETF heute ist ein wenig unbekannter, denn es handelt sich um einen aktiv gemanagten ETF, der es sich zum Ziel gemacht hat, den MSCI World out zu performen. Und dieser zweite ETF, das ist der IQSD oder in Langform der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Euro Performance Hedged Distributing. Langer Name, aber das ist auch ein ganz spannender Wert. Beide ETFs werde ich heute mit euch auf Herz und Nieren auseinandernehmen, schauen, wie Aktien in diese ETFs auch reinfließen, wie rebalanced wird, wie der Auswahlprozess, also das Screening stattfindet und nach welchen Kriterien auch gewichtet wird. Nach diesem Video werdet ihr ein Grundverständnis haben, wie sich diese ETFs zusammensetzen, um dann für euch zu entscheiden, ob dieser ETF für euer Portfolio von Relevanz ist. Wenn ihr euch schon jetzt auf die detaillierten ETF-Analysen freut, dann lasst mir doch gleich schon mal ein Gefällt mir da. Das freut mich nämlich ungemein und hilft mir dabei, weitere Videos zu drehen. Ein kleiner Disclaimer vorab. Ich gebe hier auf meinem Kanal keine Anlageempfehlungen, sondern analysiere mit euch zusammen Aktien und ihr bildet euch selber eure Meinung und entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Kommen wir mal zum ersten Outperformer gegen den MSCI World, nämlich den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF oder kurz VDIV. Den gibt es nämlich schon seit 2014. Mittlerweile hat er ein Fondsvolumen von über 3,4 Milliarden Euro. Der schüttet aus und es gibt diesen ETF auch nur in ausschüttender Variante. Er schüttet vierteljährlich aus, immer am Ende eines Quartals, also im März, im Juni, im September und im Dezember. Die Gesamtkostenquote, also die TER, liegt bei 0,38%. Das ist schon ein bisschen höher als bei so einem Standard MSCI World, aber liegt immer noch in einem Rahmen. Der ETF beinhaltet immer rund 100 Aktien, aber die Zusammensetzung und die Auswahl sehen wir gleich noch. Der VDIV setzt voll auf Dividenden. Das merkt man auch im Screening, also im Auswahlprozess, welche Unternehmen für diesen ETF in Betracht gezogen werden. Der erste Punkt ist die aktuelle Ausschüttung. Denn nur Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten tatsächlich Dividende gezahlt haben, kommen überhaupt in Frage. Keine Dividende, kein Platz im Index. Zweiter Punkt ist aber auch die Dividendenhistorie. Es reicht nicht, nur einmal Dividende gezahlt zu haben, denn Unternehmen müssen mindestens 5 Jahre stabile oder wachsende Dividenden gezahlt haben. Wenn ein Unternehmen die Dividende kürzt oder ausfällt, ist das ein Ausschlusskriterium. Und damit schützt sich dieser ETF halt auch vor Dividendenfallen, also Firmen, die kurzfristig zwar hohe Renditen versprechen, aber ihre Zahlungen dann gar nicht durchhalten können. Dritter Punkt ist noch die Sicherheit der Dividende. Hier kommt auch die Payout-Ratio ins Spiel, der Anteil des Gewinns, den ein Unternehmen also als Dividende ausschüttet. Die darf nicht über 75% dauerhaft liegen. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel dauerhaft 80-90% ausschüttet, ist das ein Warnsignal und dieses Unternehmen findet keinen Platz in diesem ETF oder fliegt raus. Dann schaut der VDIV aber auch nicht nur auf die Vergangenheit, sondern schaut auch in die Zukunft und projiziert in einem Forward-Check die Gewinne nach vorne. Die zukünftigen Gewinne müssen halt ausreichen, um auch Dividenden der Zukunft leisten zu können. Und als 5. Punkt findet dann noch ein ESG-Screening statt, also Unternehmen, die in kontroversen Branchen tätig sind, Waffen, Kohle, Tabak zum Beispiel, oder Unternehmen, die gravierende Probleme mit der Umwelt haben oder in der Unternehmensführung, die fliegen ebenfalls aus diesem ETF raus. Das Ergebnis dieses mehrstufigen Prozesses ist dann eine Art Dividenden-Elite-ETF mit Unternehmen, die nicht nur aktuell zahlen, sondern es auch in der Vergangenheit getan haben und unter aller Voraussicht nach auch in der Zukunft tun werden. Nachdem das Screening gelaufen ist, geht es nun darum, die besten Dividendenzahler auch herauszufiltern und zu gewichten. Im ersten Schritt wird ein Ranking durchgeführt. Die gefilterten Unternehmen werden nach Dividendenrendite sortiert, also wie viel Dividende sie im Verhältnis zum Aktienkurs auch ausschütten. Die Top 100 schaffen es in den Index. Es gilt dann noch ein Bestandsschutz. Damit es kein wildes Hin und Her gibt es einen Schutzmechanismus. Aktien, die schon drin sind, bleiben auch drin, solange sie nicht stark im Ranking abrutschen. Das sorgt dann für weniger Fluktuation und für mehr Stabilität. In der Gewichtung wird es jetzt richtig spannend, denn anders wie beim klassischen MSCI World, der nach Marktkapitalisierung gewichtet, schaut der VDIV auf die absolute Dividendenkraft.
Das heißt, sie agieren nach der Formel Dividende pro Aktie mal Anzahl der Aktien im Umlauf. Also Firmen, die in Summe das meiste Geld an Dividenden ausschütten, bekommen auch mehr Gewicht im ETF. Aber damit kein Unternehmen zu dominant in diesem ETF ist, gibt es auch Obergrenzen von 5 bis 10% Gewicht pro Unternehmen. Damit verhindert der ETF auch die Bildung von Klumpenrisiken. Also das ist schon ein ETF, der einfach ein Portfolio zusammenstellt aus höchsten Dividenden, Gesamtrenditen und der wirklich auf starke Ausschüttungen setzt und das ist dessen Fokus. Dieser Auswahlprozess, welche Unternehmen Platz in diesem ETF finden, findet zweimal im Jahr statt. Immer im Juni und im Dezember findet ein Rebalancing statt und das gesamte Portfolio wird neu geprüft und auch balanciert. Das läuft vollautomatisch über einen Algorithmus von Morningstar, der sowohl Unternehmenskennzahlen und auch Geschäftsberichte liest, analysiert und daraus dann die Aktien identifiziert. Dabei wird halt jedes halbe Jahr das Screening und das Rebalancing einfach wiederholt. Unternehmen fliegen raus aus dem ETF, neue Unternehmen finden ihren Platz darin und die Sortierung findet neu statt. Auch die Länderverteilung vom VDIV ist ziemlich anders wie die des MSCI World. Denn mit nur 14,7% führen die USA zwar das Feld an, aber das ist natürlich ein sehr viel geringerer Anteil als im MSCI World, wo der USA-Anteil über 60% beträgt. An zweiter Stelle liegt dann Frankreich mit 14,4%, Italien mit 9,4%, UK mit 8,8% und Deutschland mit 8,5%. Auch Kanada ist mit 7,4% und die Schweiz mit 6,8% dabei, Japan noch mit 5,7% und ansonsten befinden sich noch etliche Barmittel und Investments in anderen Regionen in diesem ETF. Also man sieht, hier ist vor allen Dingen auch Europa sehr stark vertreten. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Branchenverteilung. Der größte Anteil machen hier die Finanzwerte aus. Mit rund 40% ist fast jeder zweite Euro in Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister investiert. Dahinter folgen erst Gesundheitswesen mit 16,4%, also Unternehmen aus Pharma, Biotech oder Medizintechnik. Auch die Energiebranche und die Versorger sind stark vertreten mit jeweils rund 8%. Gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern wie Handel oder Freizeitgüter mit 7,2%. Auch Kommunikation und Industriewerte bringen es noch auf 5% ungefähr. Die kleinsten Positionen hingegen liegen bei Grundstoffen, Basiskonsumgütern und Immobilien zusammen nur unter 8%. Also der VDIV, der setzt schon auch stark auf Dividendenzahler, insbesondere aus dem Finanzbereich, dann noch aus Gesundheit- und Energiesektoren. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Top 20 der Einzelpositionen. Hier liegt Pfizer aktuell ganz vorne mit gut 5% Gewicht, gefolgt von Verizon Communications und der HSBC, also auch einer Bank. Beide ebenfalls über 4%. Auch Roche, ein Pharmakonzern aus der Schweiz, und Total Energies, ein Energiekonzern, gehören mit knapp 4 bis 4,5% zu den Schwergewichten. Im Mittelfeld finden wir auch noch sehr bekannte Namen wie die Allianz, Rio Tinto, Sanofi, Intesa Sanpaolo oder auch Bristol Myers Squibb. Die liegen alle so zwischen 2 und 2,5% im ETF. Und im unteren Bereich der Top 20 tauchen auch noch starke Dividendenzahler auf, aber auch zyklische Unternehmen wie BP, Enel, auch ein großer Energiekonzern aus Italien, aber auch weltweit tätig, Novartis, ein weiterer großer Schweizer Pharma-Riese, Mercedes-Benz, Zurich Insurance, UniCredit und National Grid. Dann schauen wir mal auf die Renditeergebnisse dieses ETFs, also der Belohnung für uns als Aktionäre. Der VDIV, habe ich ja schon erwähnt, schüttet 4-mal im Jahr aus. Er bringt aktuell eine Dividendenrendite bei aktuellem Aktienkurs von 3,9%. Also schon ein recht stabiler Cashflow, der schon regelmäßig aufs Konto kommt. Ein Blick zurück zeigt auch, dass die Ausschüttungen in den letzten Jahren im Verhältnis zum Aktienkurs noch höher waren. Da hatten wir auch Dividendenrenditen schon von über 4 bis über 5%. Aber nicht nur Dividenden sind hier entscheidend, der Total Return lässt sich auch durchaus sehen, also Kursgewinne plus Dividenden. Und hier hat der VDIV den MSCI World in den letzten 5 Jahren hinter sich gelassen. Der MSCI World hat 100% Total Return erreicht und der VDIV kommt hier auf über 150%. Also in den letzten 5 Jahren war das ein richtig gutes Investment. Aber wir schauen nochmal auf einen längeren Zeithorizont und vergleichen die letzten 9 Jahre, also den Zeitraum seit 2016 bis heute. Und hier hat der VDIV ein wenig schlechter performt, er war aber eigentlich immer recht gleich auf.
Man sieht, dass in den starken Tech-Jahren der MSCI World davongelaufen ist, aber zuletzt hat der VDIV wieder gut eingeholt, liegt auch am Dollarkurs, da der MSCI World natürlich stärker in den USA investiert ist, mehr in Tech-Werte, und die haben jetzt gerade seit April auch erstmal durch die Trump-Zölle und auch durch den Dollarwechselkurs natürlich an Performance eingebüßt, während der VDIV auch durch seine europalastige Zusammensetzung natürlich stärker performt hat und noch dazu auch in Euro gelistet ist. Ja, der VDIV, der bringt auch so ein gewisses Maß an Risiko mit sich, denn er ist noch relativ jung. Seit 2014 ist er am Markt. Ein weiteres Risiko sehe ich in der hohen Gewichtung der Finanzwerte mit 40%. Denn wenn mal wieder eine neue Finanzkrise auftritt, dann wird dieser ETF auch ganz schön leiden. Und außerdem liegt der Fokus klar auf Dividenden und andere Faktoren wie Profitabilität, also die Margenentwicklung der Unternehmen zum Beispiel, das Momentum oder auch Value-Faktoren spielen bei diesem ETF keine Rolle. Wachstumsunternehmen fehlen hier auch komplett, vor allen Dingen diejenigen Unternehmen, die gar keine Dividende ausschütten. Und da es natürlich nur eine ausschüttende Variante gibt, fallen auch jedes Mal Steuern an. Und wenn ihr euren Freistellungsauftrag schon ausgeschöpft habt, dann schmälern die Steuern natürlich auch den Total Return. Kurzer Einschub. Ich möchte euch auch heute natürlich wieder Investing Pro vorstellen und diesmal mit ein paar Neuigkeiten, denn die ProPix KI, die bieten nun auch Schweizer Aktien in ihren Modellen, sodass die KI auch hier im Schweizer Aktienmarkt jeden Monat aussichtsreiche Aktien identifiziert, die das Potenzial haben, den Schweizer Index, den SMI, outzuperformen. Unter anderem über den kompletten Schweizer Aktienmarkt, die SMI-Gipfelstürmer, aber auch auf die Pharmabranche fokussiert, den Alpen Pharma Select, oder über Banken und Finanzwesen, den Money Master Switzerland. Aber wir schauen mal in den allgemeinen SMI-Gipfelstürmer rein. Und diese KI-Strategie, die hat unter anderem in diesem Monat Oktober die ABB, die SIG Group, die Richmond oder auch Logitech identifiziert, die besondere Chancen haben, den SMI outzuperformen. Ja, wenn euch Investing Pro interessiert, dann schaut gerne mal rein. Über meine Videobeschreibung findet ihr einen Link, über den bekommt ihr auch 15% Rabatt, und dieser Rabatt wird auch noch zusätzlich gewährt zu Rabatten, die die Plattform sonst so bietet. Dann schauen wir uns mal den zweiten sehr spannenden ETF an, den ich heute mitgebracht habe, nämlich den Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF oder kurz IQSD. Denn der wird aktiv von Invesco gemanagt. Ein Team von Invesco hat quantitative Modelle entwickelt, um Aktien zu selektieren, schauen aber selbst nochmal manuell drauf und überprüfen die Auswahl. Bei diesem ETF spielen nicht nur die Rendite, aber auch strenge ESG-Kriterien eine Rolle. Der ETF ist noch relativ jung, den gibt es erst seit September 2022, also etwas über 3 Jahre. Der hat bis jetzt ein verwaltetes Vermögen von über 1,3 Milliarden Euro, also ist noch wesentlich kleiner als der VDIV. Die Kostenquote liegt bei 0,3% TER, was für einen aktiv gemanagten ETF eigentlich noch recht günstig ist. Der ist auch günstiger als der VDIV zum Beispiel. Auch der IQSD ist ausschüttend. Dieser ETF, der hat aber auch eine thesaurierende Variante, den IQSA, den zeige ich ganz am Ende des Videos auch noch mal kurz. Der IQSD, der investiert vorrangig in entwickelte Märkte, der schließt aber auch die Emerging Markets jetzt nicht komplett aus. Im Gegensatz zum VDIV orientiert er sich zwar am MSCI World, er bildet ihn aber nicht komplett nach. Der Index dient hier nur als Vergleichsindex. Ein besonderes Feature dieses ETFs ist das Währungshedging, denn normalerweise können Wechselkursschwankungen zwischen US-Dollar und Euro halt die Rendite stark beeinflussen, sieht man auch jetzt dieses Jahr vor allen Dingen. Aber damit das hier nicht passiert, sichert der IQSD diese Schwankungen aktiv ab über spezielle Devisengeschäfte. Also das bedeutet, man bekommt die Wertentwicklung der Aktien, ohne dass sich ein schwacher Dollar darauf auswirkt. Ja. Also der IQSD, kurz gesagt, hat das Ziel, den MSCI World outzuperformen und schwächt noch dazu das Währungsrisiko. Dann schauen wir mal konkret auf das Screening und was diese quantitativen Faktoren eigentlich so machen. Hier herrscht nämlich ein dreifacher Faktorenansatz. Einmal Value, das heißt Aktien, die im Vergleich zum Markt günstig bewertet sind. Dann wird auf Quality geschaut, dass Unternehmen mit soliden Bilanzen, mit stabilen Gewinnen und wenig Schulden auserkoren werden. Und der Momentum-Faktor spielt hier auch eine Rolle.
Denn Firmen, die eine überdurchschnittliche Kurs- oder Gewinnentwicklung zeigen, werden hier ebenfalls berücksichtigt. Dazu kommt hier aber ein strengerer ESG-Filter, noch strenger als beim VDIV, zum Vorschein. Der agiert nämlich nach dem Best-in-Class-Prinzip. Das heißt, kontroverse Branchen wie Waffen, Kohle oder Tabak sind komplett ausgeschlossen und in allen anderen Branchen wird noch dazu geschaut, was die besten Nachhaltigkeitswerte sind, also welche Unternehmen die beste Nachhaltigkeitsstrategie haben. Ganz am Ende läuft dann ein Optimierungsprozess. Das Modell baut aus allen Kandidaten letztendlich einen Topf an Aktien zusammen aus diesen drei Faktoren Value, Quality und Momentum. Aus diesen drei Faktoren bildet dieser ETF durch seine quantitativen Modelle ein Gesamtscore für jede dieser Aktie. Firmen mit einem höheren Score gelten als besonders attraktive Faktorkandidaten und erhalten auch eine höhere Gewichtung. Es gibt bei diesem ETF keine feste Obergrenze an Anzahl Unternehmen, die drin enthalten sind. Im Moment sind es um die 184, 186 Unternehmen. Wichtig ist aber, dass einzelne Firmen hier auch nicht den ETF dominieren sollen. Invesco hat hier auch Caps, die sie aber nicht konkret nach Prozentzahl benannt haben. Genau. Aber sie achten halt auch darauf, dass es kein Klumpenrisiko gibt. Also der IQSD, der gewichtet nicht stumpf nach Marktkapitalisierung, sondern nach einem intelligenten Scoring-Modell, nach diesen drei Faktoren die Unternehmen gewichtet worden sind und auserkoren worden sind. Und damit wird das Risiko kontrolliert und Chancen sollen maximiert werden. Ein großer Unterschied zum VDIV besteht im Rebalancing. Denn beim EQSD passiert das nicht nur halbjährlich, sondern sogar jeden Monat. Die Gewichte im Portfolio werden ständig neu an die aktuellen Faktorscores angepasst. Der Prozess läuft in 2 Schritten ab. Zuerst prüft das Investment- und Indexteam, ob die Daten aus diesen quantitativen Berechnungsmodellen auch plausibel sind, also dass keine Fehler oder Ausreißer vorliegen. Und sie prüfen nochmal manuell, ob das Modell sauber gearbeitet hat. Dann kommt die Umsetzung. Hier kauft ein ETF-Manager von Invesco aktiv die entsprechenden Titel, damit das Portfolio auch exakt dem neuen Modellportfolio entspricht. Das Ganze nennt sich hier Portfolio Rebalance. Ja, die Folgen für Anleger sind halt, dass jeden Monat die Zusammensetzung leicht geändert werden kann. Rankings verschieben sich, Gewichtungen ändern sich und so bleibt der ETF ziemlich dynamisch und reaktionsfähig auf den aktuellen Markt. Schauen wir uns nochmal die Länderaufteilung vom IQSD an. Auch hier dominieren die USA allerdings deutlich stärker als beim VDIV mit 68% des Fondsvolumens. Das zeigt, dass die größten und stärksten Unternehmen nach wie vor in Amerika sitzen. Danach folgt hier Japan mit gut 8%, danach Kanada und Frankreich, beide mit rund 4,4%, Großbritannien bringt es auf 2,5%, weitere Länder noch wie Niederlande, Deutschland und Italien noch jeweils um die 1,5 bis 1,6%, aber sogar China ist hier dabei mit gut 1%. Der Rest verteilt sich dann auf sonstige Länder und Regionen, die zusammen noch 6,4% ausmachen. Also der IQSD, der ist schon global aufgestellt, aber mit einer klaren Schwerpunktregion USA. Kommen wir mal zur Branchenaufteilung vom IQSD. Hier sieht man auch sofort die Unterschiede zu klassischen Dividenden-ETFs sowie dem VDIV. Die größten Anteile hier liegen klar in der Informationstechnologie mit über 31%. Also echte Schwergewichte wie Apple, Microsoft oder als größte Position Nvidia sind darin enthalten. Dahinter folgen aber auch Finanzwerte mit rund 22%, Industriewerte noch mit gut 14%. Weitere Sektoren wie jetzt Konsumgüter des täglichen Bedarfs haben noch einen Anteil von rund 10%, Gesundheitswesen von 8%. Kleinere Anteile hingegen machen Unternehmen im Bereich der Kommunikationsdienste, der Grundstoffe oder auch zyklische Konsumgüter aus. Versorger und Sonstiges sind auch nur mit jeweils unter 1% vertreten. Also der IQSD, der setzt schon stark auf Zukunftsbranchen und auch auf Wachstumssektoren. Das sieht man auch sehr deutlich in der Top 20, welche Unternehmen hier enthalten sind. Hier sieht man stark, dass die Tech-Giganten hier auch führen, vor allen Dingen Nvidia mit über 7% Gewichtung. Nvidia führt hier klar die Liste an. Kein Wunder wegen der ganzen KI-Revolution und die hatten auch wirklich gute Zahlen, profitabel und weitere Wachstumsaussichten. Dass auch die quantitativen Strategien, die Nvidia hier rausfiltern, wundert mich jetzt auch nicht so besonders. Aber auch Unternehmen, die jetzt im MSCI World nicht ganz so hoch gewichtet sind hier vorne mit dabei, wie zum Beispiel auch die Cisco Systems oder auch Home Depot. Ja.
Weitere spannende Namen sind auch noch relativ hoch in der Gewichtung. Agnico Eagle Mines, ein Vertreter aus dem Rohstoffbereich, aber auch AbbVie hat einen großen Anteil, ASML. Insgesamt zeigt die Top 20-Liste eine breite Mischung an. Tech-Giganten über Pharma, Industriewerte, aber auch Finanzwerte. Die Technologiewerte, die dominieren aber schon, was auch zum Faktoransatz vom IQSD passt, also der auf Momentum und Quality auch setzt. Ja, dann schauen wir nochmal auf die Performance vom IQSD und auf den Total Return für uns als Aktionäre. Und der ist schon recht beeindruckend. Hier haben wir allerdings nur eine Historie von knapp 3 Jahren, können also keine Langfristhistorie sehen, aber die 3 Jahre, die waren schon wirklich sehr positiv. Der klassische Weltindex MSCI World hatte eine Rendite in den letzten 3 Jahren von rund 50%, also Total Return inklusive Dividenden. Und der IQSD, der kam auf über 90%. Das liegt halt klar am Fokus auf Wachstum und Qualitätsaktien und auch auf den Momentum-Faktor. Und in den letzten Jahren haben gerade diese Unternehmen, gerade die Tech-Giganten, auch stark dominiert. Und die faktorbasierte Strategie hat hier schon passende Unternehmen ausgewählt in den letzten 3 Jahren. Man weiß halt nicht, ob es so weitergeht, aber die Historie sieht bis jetzt gut aus. Der IQSD schüttet auch Dividenden aus, vierteljährlich, ebenfalls im März, im Juni, im September und im Dezember. Das ist aber nicht die Hauptstrategie dieses ETFs. Das ist einfach nur die ausschüttende Variante dieses ETFs. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei rund 1,2% bei aktuellem Aktienkurs. Ist jetzt nicht besonders hoch, ist eher so ein netter Bonus und die hauptsächliche Rendite entsteht durch den Kurswachstum. Also der IQSD ist halt kein klassischer Dividenden-ETF, er ist einfach ein ETF, der den MSCI World outperformen will und der noch dazu halt die Dividenden, die reinkommen, auch ausschüttet. Als Vergleich habe ich auch nochmal die tesorierende Variante, den IQSA, mit aufgenommen. Der hat ebenfalls im direkten Vergleich den MSCI World tesorierend outperformed. Ja, also auch hier konnten wir den Markt in den letzten 3 Jahren übertreffen. Obwohl der IQSD eine beeindruckende Performance hingelegt hat, sehe ich hier auch ein paar Risikofaktoren. Vor allen Dingen darin, dass der ETF noch recht jung ist. 3 Jahre Historie sagen jetzt echt nicht viel über die Entwicklung aus, vor allem nicht, was die Zukunft bringt. Ja, außerdem werden die Ergebnisse des quantitativen Modells regelmäßig von ETF-Managern noch überprüft. Das kann zum einen zusätzliche Sicherheit geben, aber halt auch Risiko bergen durch subjektive Eingriffe, wenn vielleicht die quantitativen Modelle doch ein gutes Unternehmen identifiziert haben, die ETF-Manager aber denken, nee, passt doch nicht so. Dazu kommt noch, dass die Algorithmen geheim sind. Also es gibt zwar diese 3 Faktoren, aber es ist nicht komplett transparent, wie die Gewichtung, wie die genaue Mathematik dahinter aussehen. Das will Invesco natürlich auch nicht preisgeben. Das ist ja deren Geschäftsgeheimnis, sonst könnte ja jeder diesen ETF einfach nachbauen. Außerdem ist das Ziel, den MSCI World zu schlagen, ambitioniert, weil den MSCI World zu schlagen, das schaffen nicht viele. Und würde es ihnen mal nicht gelingen in der Zukunft, dann könnte dieser ETF stark an Vertrauen der Investoren auch verlieren. Ja, das waren 2 völlig unterschiedliche ETFs mit ganz anderen Ansätzen und beide haben es geschafft, den MSCI World in den letzten Jahren auch zu performen. Sogar der VDIV, der auf Dividenden fokussiert ist ziemlich gleich auf mit dem MSCI World und hat ihn outperformt in den letzten 5 Jahren. Zukunft wird zeigen, was das noch so mit sich bringt. Das war ja meine erste ETF-Vorstellung hier auf meinem Kanal, deswegen würde mich besonders interessieren, ob ihr das Format auch mögt. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, wenn ich euch weitere ETFs auch vorstellen soll. Im nächsten Video gibt es erstmal wieder eine gewohnte Aktienanalyse von mir, eines Einzelunternehmens. Eine sehr spannende, also seid gespannt, bleibt dran und danke fürs Zuschauen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, habt einen tollen Tag und ciao, ciao.